Mach du. Christian Zirkelbach, bezeichnenderweise mehr oder weniger der Chef von Circle Creek, von unserer Band. Ich mache das Artwork, schreibe auch die meisten Songs und auch die Texte. Gut. Ich bin der Zweite von uns zwei, eigentlich der Erste. Geburtstechnisch. Didier Zirkelbach, Rhythmusgitarre und trage auch meinen Teil dazu bei, um dass die Musik halt gut ist. Ich bin der Hugo Wolfgang und bin Bassist der Band. Und die Groove-Maschine ist er. Ja, das bin ich. Ah ja, genau. Ein wichtiger Teil. Du bist die Beatmaschine. Genau. Ich bin der Bernhard Wolf und ich spiele Schlagzeug. Aber ich werde singen. Das kommt noch. Background. Unsere Band, wie ich weiß, die Band ist so entstanden, eher im Suff, wie so viele Bands entstanden sind, wenn man unterwegs ist, trifft. Man ist, wie soll ich sagen, ein bisschen angetrunken und man quasselt und träumt so dahin und sagt, okay, ja, dann machen wir Band. Da war aber noch nichts von Bandnamen, so, weil da haben wir nicht gewusst, ob mein Bruder überhaupt mitmacht. Weil zu der Zeit war er der faule Gitarrist und ich immer geübt brav. Deswegen Lead-Gitarrist, Rhythmusgitarrist. Genau. Wir haben dann einfach mal angefangen, haben ein Jahr draufgegangen, 1904 da im Bandwerk mitgespielt, haben dann die Publikumswertung gewonnen. Der Preis dafür war eine Supportband von Status Quo in der Eishalle, was sehr geil war, vor 3000 Leuten oder so, das war cool. Dann haben wir viele Gigs gehabt, das hat sich gut entwickelt, dann haben wir ziemlich runtergeladen zwischendurch, war auch ganz lustig, ist ja dazugehört zu einer Rockband und dann hat sich in die Pause eingestellt. Dann wieder mal 2011 entschieden haben, wir wollen wirklich was machen. ja, genau. Es macht Spaß und der Hauptgrund ist eben der Fun-Faktor. Wir haben super Support, exklusiv von Judas Priest, Scorpions, Toy Dolls, Uriah Heep etc. Da hat sich dann auch herauskristallisiert, dass ich den Sängerbart übernehme. Genau, dann haben wir sofort die CD gemacht und das Video. Die Enger, unser letztes Werk. Und der ist dann recht gut angekommen, hat sich recht viel bewegt, also in den letzten paar Jahren von diesen 25 Jahren, weil da war doch dieser Zwang und umso mehr das Müssen da war, umso weniger hat es irgendwie down. Ne? Und seitdem wir das jetzt locker angehen, aus Spaß und so, es bewegt sich was, es kommt was zurück, weil es ist nicht so erfüllend, wie im Proberaum zu stehen, Songs zu erarbeiten, den Werdegang, bis sie fertig sind, mitzubekommen und dann auf Platten zu haben und sie dann halt so gut wie möglich zu präsentieren, live. Manchmal ist es immer so lustig, wenn wir im Proberaum sagen, ich habe eine Idee, und es dauert zum Beispiel eine Woche, bis wir proben können. Und ihr tat mit zu Hause dabei, zum Beispiel wie ich sitze draußen, ich rauche eine. Ich rauche eine, du hast drin, ich rauche nicht. Und du so, fang so zum Wippen, oder? So wie der von Scrubs. Und sing den Song durch. Ne? Bis er dann so weit ab, das haben wir im Proberaum, ne? Ich sag, pass auf, das geht so und so. Dann der Part, hey, Moment einmal, jetzt checken wir den ersten Teil, ne? Ja, aber ich weiß ja da und da, ne? Momentan ist der Output so groß, dass ich mit dem Textschreiben gar nicht nachkomme. Das ist klar. Ganz wichtig ist, was wir wieder bei den Proben, wenn wir an Songs arbeiten, und der Master Hubert, nicht grooved, also sprich nicht wippt oder so, dann weiß man, no, sind wir nicht durch. Das ist ein Indikator,
Ganz wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir einfach absolut dahinter stehen, dass wir auch nur das machen, was uns taugt, ohne Kompromisse. Plattenfirma hin, Plattenfirma her. Das ist einfach wichtig, dass du aufstehst in der Früh, dass du in den Spiegel schauen kannst und sagst einfach, okay, das ist genau das Ding, was ich eigentlich machen will. Und nichts anderes. Und wenn es um Kohle geht, ja, sicher ist der Wunsch, mit der Musik Kohle zu verdienen, natürlich da. Aber Was man nicht erzwingen kann, ist halt nicht. Und wird schon passen. Obwohl es da eine witzige Geschichte dazu gibt, das ist, glaube ich, das ganze Jahr lang her. Mal schauen, was gut. Ist zu uns einer gekommen, der hat uns angerufen und hat gesagt, er ist Manager, bla bla bla, keine Ahnung, er will mit uns reden. Ich sage, ja gut, das war damals noch beim Haus von unserer Mama. Im Garten ist er dann gekommen und sagt, Burschen, schaut's her, so schaut's aus. Wenn ihr euch Lederhosen, weiße Hemden, Gusera, rote Stussen, beide Akustikgitarre umschnallt und das singt, was ich will, verspreche ich euch im ersten Jahr die erste Million. Ich habe angeschaut, nein, danke. Nein, danke, geht gar nicht. Brunner, Didi und Chris. Zirkelbach. Aber von Zirkelbach oder Bandnamen, das ist auch nicht so unnötig, ich finde. Wie wir damals angefangen haben mit der Band und wir haben noch keinen Bandnamen gehabt und Charlie Reif war das damals, das war der Stage Manager und der hat gesagt, wie wir angekommen sind zur Arbeit, hat man die Circle Creek Brothers kommen. Der hat uns eigentlich den Bandnamen gegeben, weil der hat also unseren Nachnamen Zirkelbach und diese Übersetzung gemacht. 2 Jahre später haben wir das Brothers dann weggetan und Circle Creek ist geblieben. Weil das Circle Creek Brothers war uns zu country-mäßig. Und das Brothers tun wir weg, Circle Creek, das ist kurz, schwierig, das passt, das Rock. Hat auch einen guten Rhythmus. Ja, das hat sich gut Wenn die 100.000 Menschen schreien, ne? Ja genau, mein Gott, die schreien. Ja. Die lassen wir sich nehmen, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich möchte auf keinen Fall jemanden haben, der sagt, du, ich nehme euch, wenn ihr das macht, Ja. ich biege euch da Das hin machen wir um. nicht. Da sage ich, nein, danke. Da scheiße ich lieber drauf und spiele lieber so weiter, haben unseren Spaß, die Authentizität bleibt erhalten und seid ihr noch zu 14, funktioniert. Also so, dass man von der Reaktion her so merkt, dass es zusammenpasst. Heute Abend bin ich da, weil mir war es viel zu kalt zu Hause. Deswegen wollte ich herkommen, damit es mir endlich mal ein bisschen wärmer wird mit der Band, wie man ja hört. Ja, sie sind cool drauf. Ja, weil es die coolsten Zwillinge überhaupt sind, die coolsten Rock-Zwillinge überhaupt sind. Deshalb bin ich da. Also meine erste Erinnerung an die beiden, da war ich glaube ich 16 und war im Arcadium und habe sie kennengelernt als die Chaos Twins, die da irgendwie ganz quirlig herumgerannt sind und die ganz Graz gekannt haben und ganz Graz hat sie gekannt. Also ich habe das Gespräch mit ihnen angeführt und dann hat sich herausgestellt, dass ich das Gespräch fertig geführt habe mit dem zweiten. Also ich habe ein bisschen Probleme und Startschwierigkeiten gehabt. Ja, also man muss sagen, es ist sicher eine Bereicherung für die ganze Stadt. Graz braucht so Leute wie die zwei. Das sind eigentlich schon eine Institution. Aber sie waren immer cool und ich liebe sie. Heiß. Gute Partys und trinkfeste Leute. Und ich finde es einfach super, dass die ihre Leidenschaft so lang leben. Die neue CD ist komplett geil. Ich finde die Jungs total geil. Wir kennen uns schon seit 30 Jahren. Die haben mir beim Hausbauen geholfen und da haben wir eine mörderische Mucke. Mehr kann ich nicht sagen. Und was ist Ihr Lieblingslied von der Band? Hänger. Bis jetzt. Und wir sind eine gekaufte Partie, ne? So schaut's aus. Der Rückschlag war, wie wir eben in diesen jungen Jahren, wie das recht schnell weitergegangen ist, wir waren gleich auf Titelseiten und so und gute Konzerte spielen können. Und dann waren wir im Finale beim zweiten oder dritten Bandwettbewerb. Und da haben wir in der Nacht- und Nebelaktion einen Baum geleistet, die ganze Stadt mit 200 Plakate voll dickt. Ne? Und wie wir dran waren, war der Saal voll. Ne? Das war wirklich super, bis 600 Leute fast waren da drinnen. Ne? Und wir starten das Konzert voll hergestylt, extra Stylisten mitgehabt, extra Shirts, ein bisschen auf Glamrock, ein bisschen Strähnchen in den Haaren und Rührsträhnchen extra. Und dann starten wir auf der Bühne, der Sänger flitzt einer in die Bühne, fliegt über sein Kabel drüber, steckt ihn aus. Der nächste Schritt steigt ein ins Schwarzlicht, das wir extra mitgenommen haben, damit das als Glas kommt, ne, optisch. Gasch, Bruch, bricht das Stück aus. Ich hau ins Keyboard, funktioniert nichts, kein Ton. Ich habe gar nicht gewusst, was ich spiele eigentlich, weil war wichtig, dass ich Keyboard, ding, 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 ding. Es waren 30 Sekunden absolutes Chaos, wo nichts passiert ist. Ja. Nur Schlagzeug ist gelaufen und der ganze Auftritt, so wie es passiert, die ganze Choreografie, es kommt dermaßen in die Hosen gegangen, wie ab noch nie. Also da war das richtige Klasse, dieses Hochsteigen und Patsch aufkommen. Und da hast davor die ersten Buh, Buh,
dazugehört. Mit den Zirkelbach passiert ja nichts Peinliches, bitte. Hallo? Gespielt beim Unifest einmal. Das war gar nicht. Abgesehen davon, dass ich da warst du gar nicht mehr fähig, irgendwie nüchtern zu bleiben, bis du irgendwas gespielt hast, weil das so dermaßen abgegangen. Da ist irgendwann einmal unser Bassist, der damalige Bert Katzianer, der jetzt bei Tigers gespielt, ist hinten schon ziemlich gut beieinander hergegangen und hat so eine große Flasche Ketchup hergenommen. Und die Band hat gespielt gehabt und wir waren hinter, da war die Bühne, und wir waren, bei dem wir da vorne ausgespielt, da waren wir dahinter, war so ein Bereich zum Sitzen, der hat die Dogen gekommen, die Riesendogen hat so hingestellt und zusammengedruckt und so richtig ein Schwall über die Bühne, Flatsch, Ketchup mitten ins Publikum rein, Salat ist geflogen, das war extrem, da hat er sich so, wie wir dann dran waren. Ja genau, wie wir dran waren, ist er mit so einer Knackwurst oder so. Also eine Hartwurst, das ins Hosendeal gesteckt, hat es ganz fest eingeklemmt und ist so mit dem Boss rausgekommen mit dem Hartwurst draußen. Die fallen sowieso auf, oder? Also nicht nur wir, extrem quirlig, immer 110%. Also jetzt nichts Spezielles, wüsste nichts, so wie es halt immer drauf sind, aber wenn man sie kennt, weiß man, wovon ich spreche. Also ich glaube, mit den beiden ist alles lustig. Also ich finde ganz einfach, die beiden sind so, als würde man irgendwie im Fernsehen ein Kabarett anschauen. Also wenn die zwei zusammen sind und man schaut sie an, dann kann man sich nur mehr zurücklehnen und lächeln. Die sind einfach ein kongeniales Duo. Grüß euch, wir sind Circle Creek.